nicht wundern, ich bin nicht Annika Hansen, sondern Juliane Barth und ich darf heute Teil dieser speziellen Überraschungsausgabe vom CHIO Aachen Magazin Digital sein. Annika hat überhaupt keine Ahnung, dass ich heute komme und dass sie die Sendung gar nicht alleine führt heute. Und sie hat auch keine Ahnung, was wir alles für Überraschungen geplant haben. Aber ich würde sagen, auf los geht's los. Wir überraschen sie jetzt mal. Und damit sie mich nicht gleich erkennt, weg, ey. Man kann mich nicht so nah filmen. Das ist voll schön. Ich habe so lange niemanden gesehen, den ich mag. Was hast du genau gerade gesagt? Also außer den Philipp, den mag ich. Oh nein, ist das... Oh nein, ich werde heute deine Sendung crashen. Willkommen in Ponyhausen. Wir haben gestern noch telefoniert 5-mal. Ja, ich weiß. Und du warst dann im Hotel schon? Mhm. Es ist aber natürlich nicht die einzige Überraschung, die wir heute für dich haben. Jetzt habe ich Angst. Ganz viele Überraschungen heute. Wirklich? Ja. Was ist denn das für eine komische Folge? Aber wir fangen erstmal mit was an, mit dem du dich wohlfühlst. Okay. Weil ganz viele User haben sich natürlich was gewünscht von dir. Das habe ich in der letzten Folge, habe ich ja erzählt, sie dürfen Fragen stellen. Und ich wünsche mir das jetzt auch sehr, weil ich bin auch zum allerersten Mal in Ponyhausen. Na, was wollen wir von dir? Ihr wollt... Nee, Wölbchen zeige ich jeden Tag. Ihr wollt eine Führung? Ah, eine Führung, genau. Okay, also ihr wollt Ponyhausen sehen, ich soll euch ein bisschen zeigen. Dann machen wir das, oder? Los geht's. Kannst du schneller? Das ist ein bisschen langsam, oder? Hallo, Tobi. Guck mal. Schön. Danke, Kato. Wir stehen ja jetzt sozusagen beim Allerheiligsten, Ja. dem Wichtigsten in Ponyhausen, den Pferden. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh bist du, dass die Ponys jetzt 24/7 bei dir sind? Das ist auf einer Skala von 1 bis 10 schwer zu sagen. 100. Es ist eher so bei 100.000. Ich habe mir das immer gewünscht, also das war immer so eine spinnerte Idee irgendwie im Hinterkopf. Ich glaube, jeder, der irgendwie Pferde hat und reitet, träumt da so ein bisschen von, die Pferde am Haus zu haben. Mit ihrer Krankheit und ihrer Rente wurde das bei mir halt echt so, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte das wirklich, wirklich, weil ich für sie einfach das Allerbeste möchte. Also zum einen hat sie halt meinen kompletten Job möglich gemacht, also nicht nur jetzt Ponyhausen, also alles, was auf Insta ist, was auf YouTube ist, dass ich eine Kollektion habe, also alles hat sie eigentlich möglich gemacht. Ohne Wölbchen wäre das einfach nie entstanden und deshalb war einfach der Wunsch da, dass ich ihr so das Allerbeste der besten Leben ermögliche in der Rente. Und das scheint hier halt einfach zu gelingen, weil aktuell wirkt sie eher nicht so, als ob sie in Rente sein möchte, sondern eher, als ob wir direkt nochmal richtig loslegen können. Sie ist fit, ihr geht's gut und mich macht das einfach jeden Tag wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Also klar, es ist viel Arbeit, es ist früh aufstehen und so weiter, aber gibt nichts Besseres. Aber hier ist ja noch jemand, der quasi Tag und Nacht um dich rum ist. Damit meine ich nicht die Katzen. Philipp. Ja, dass Genau. er das mitmacht, ist schon Respekt. Also er hat sich überleicht irgendwie. Und das ist unsere nächste Überraschung. Was? Geplant war das in keinsten Falle. Ich bin da so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen oder gestoßen worden, sage ich mal. Aber habe mich mittlerweile wirklich sehr dran gewöhnt und will es auch nicht mehr missen. Ich hatte den Charlie vorher, meinen Hund, den ich mitgebracht habe. Und ich dachte schon, so mit einem Tier ist das aufwendig, sowas mit in die Beziehung zu bringen. Hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass dann mittlerweile auf der anderen Seite 3 Pferde dazu kommen, die vom Aufwand her vielleicht noch ein bisschen höher sind.
Geplant war es nicht, aber die Reise ist wunderbar, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich hatte wahnsinnigen Respekt am Anfang, einfach vor der Größe. So 600 Kilo, das ist schon ein bisschen angsteinflößend und auch so diese Geschichten, die man hört, dass ein Pferd mal tritt, dass man da hinten nicht rumgehen soll, diese Binsenweisheiten, die man dann so mitnimmt und dann stehst du dann auf einmal das erste Mal beim Pferd und die Freundin guckt auch noch zu und will, dass man das irgendwie möglichst gut macht. Ich habe mich da so langsam reingetastet und die Verbindung, die ich mittlerweile zu den 3 habe, ist schon schön. Also ist toll zu merken, dass die mich auch erkennen und mich zu ihnen in die Box lassen und auch mal die große Schnute auf der Schulter ablegen. Ich habe es schon mal ausprobiert. Mir wurde gesagt, dass ich mich wohl auch gar nicht so doof angestellt habe, aber dieser Unterschied von so einem braven Schulpony dazu, Annikas Pferde zu sehen, wenn ich sie so frage, wie galoppierst du denn an? Dann erzählt sie mir ja, wie sie Ausnahmezüge die Spannung aufbaut und dann über die linke Schulter ausatmet. Und ich denke, okay, das sind so Sachen, da bin ich so weit von entfernt. Das ist auf jeden Fall für mich ein Thema, weil wir jetzt wirklich hier direkt am Wald wohnen und ausreiten können. Das Reiten zumindest so eines Tages zu erlernen, dass ich mich da draufsetzen kann, wir zusammen ausreiten gehen können, weil ich glaube, das etwas ist, was einfach, ja, wenn wir das so Sonntagnachmittag machen können, das wäre ein Traum. Oh, das ist schön. Bei dem Thema, wie macht sich Philipp denn hier so als Pferdepfleger? Naja, er ist ja nicht Pferdepfleger, aber also ganz ehrlich, das muss schon jemand mitmachen wollen, ne? Ich habe natürlich auch viele Vorzüge und sehe total gut aus und kann gut kochen und bin nett, bla bla bla. Nee, also ganz ehrlich, das muss ein Typ schon wollen. Und ich glaube, er sagte ja auch selber, das war am Anfang alles nicht so geplant, ja, dass er inzwischen halt die Pferde rausbringt, in die Führmaschine packt, mitfüttert, macht, tut oder auch, als ich jetzt mal 4 Tage einfach weg war, die komplett mitversorgt und das managt, das ist schon ganz schön großes Kino. Aber lass uns doch noch mal einmal weitergehen. Ich wollte hier auch noch den Reitplatz sehen. Ja, der ist noch nicht so ganz frisch gemacht, der wird ja tatsächlich neu gemacht, aber ich zeige ihn dir. Nice. So, da sind wir am Reitplatz. Ich glaube, für meine 3 Ponys und mich absoluter Luxus. Also ich weiß diesen Platz total zu schätzen, aber ja, der wurde halt jetzt nicht unbedingt immer optimal gepflegt und deshalb genau, lassen wir den jetzt machen und bekommen einmal neuen Sand und dann kann ich ab Dienstag loslegen. Wenn das Wetter ja die letzten Tage ein bisschen besser gewesen wäre, hättest du jetzt für uns auch ein bisschen reiten können? Hätte ich auch wahnsinnig gerne gemacht. Also dass der Platz jetzt so überhaupt aussieht, ist schon ein Weltwunder. Ich habe echt so ein bisschen Bauchweh gehabt. Ich wusste ja, also eigentlich habe ich mit einem anderen Dreh gerechnet, aber ich wusste ja, dass wir drehen. Und bis vor ein paar Tagen war hier echt noch Schnee. Es war alles vereist, es stand komplett unter Wasser. Also die Sonne hat jetzt so ein bisschen geholfen, aber ja, da wäre ich auch gerne geritten. Wir haben nämlich extra für dich was vorproduziert, ein paar Trainingstipps von einem dir sehr bekannten Trainer. Rate mal. Im Zusammenhang mit Aachen und sehr bekannter Trainer würde mir Otto Becker einfallen, aber eigentlich bekomme ich von Otto Becker nicht unbedingt Trainingstipps. Doch, Otto Becker, Nationaltrainer der deutschen Springreiter, hat extra für dich ein paar Trainingstipps vorbereitet und ja, die habe ich auch hier dabei. Ja, liebe Annika, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Zuhause. Ich glaube, das wird dir viel Freude bereiten, aber auch viel Arbeit. Aber für was Eigenes, da macht das einfach Spaß. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe hier ein paar kleine Tipps für dich, ein paar Trainingshilfen. Gerade jetzt, wenn es draußen losgeht bei dem herrlichen Wetter, sind verschiedene Übungen, die man einzeln machen kann, aber auch nachher zusammenbauen kann. Hier haben wir ganz einfache Trabstangen, 1,20 Zwischenraum. Hier ist ein Kreuz, ein normaler Sprung. Die 3 Cavalettis leicht im Bogen gestellt, von beiden Händen anzureiten, von beiden Seiten. Innen ca. 2,50, außen ca. 3 Meter, so dass man auch mal ein bisschen variieren kann und sich selbst überprüfen, kann ich innen ein bisschen ruhiger rüber oder kann ich auch außen, wo es ein bisschen normaler ist, so einen Galoppsprung rüberreiten. Also auch eine Überprüfung, ob ich in der Lage dazu bin, meinen Galopp zu kontrollieren. Wir haben außen ein In-Out, einen kleinen Sprung mit jeweils Stangen davor, auch so knapp 3 Meter. Das geht nur, wenn der Sprung relativ klein ist. So kann man es aber von beiden Seiten anreiten. Wenn es mal höher wird, muss man es natürlich dann ein bisschen umlegen. Dann darf die vordere Stange vielleicht so 2,50 vom Sprung weg sein und die hintere Stange 3 Meter und mehr. Gerade hin, bitte aussitzen. So, sehr gut.
Außenrum, Kreuz und dann den blauen Sprung. Schön ruhig den blauen Sprung, schön Schluss. Nicht so schnell da. Schön ruhig rein, die Anwendung bleibt ruhig. Sehr gut. Ganz schön cool. Jetzt hast du ja den Boden noch als Ausrede, aber nächstes Mal musst du uns dann zeigen, was du davon umsetzen konntest. Okay, das heißt, ich werde das dann einmal nachreiten und jetzt habe ich ein bisschen Puls. Druck. Also das heißt, ich reite Ponnyhausen und Otto Becker guckt sich den Spaß an. Boah, das hätte mir auch einer vor 10 Jahren mal erzählen sollen, wenn das passiert. Die nächste Überraschung hat auch was damit zu tun, dass du vielleicht noch besser hier Sprünge machen kannst. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendeine Überraschung verkrafte, aber ja. Wollen wir mal gucken gehen, was wir dabei haben? Ich habe was dabei. Mhm. Oh Gott. Aber um es noch dramatischer zu machen, vorher gibt es noch einen kleinen Clip dazu. Ja, ich finde, der macht sich hier ziemlich gut, der Sprung. Der macht sich hier ganz schön sehr, sehr gut. Also es ist für mich echt surreal, ne? Aber mega. Also ich freue mich riesig da, sobald wir den Boden fresh haben, dann das erste Mal drüber zu springen. Ich glaube, dann schicke ich dem Team vom Chio mal ein Video. Was sich jetzt auch ziemlich gut macht, ist so eine interaktive Fragerunde. Denn es gab ja nicht nur den Wunsch, natürlich hier Ponnyhausen zu sehen und so, sondern es kamen natürlich auch 2, 3 andere Fragen, so wie du das ja auch kennst auf Instagram täglich. Ja, und ich habe ja auch dazu aufgerufen, dass gefragt werden durfte. Ich bin gespannt. Ja, bereit? Los geht's. Erste Frage, die kam zigtausendmal. Wie viele Pferde werden es denn hier insgesamt? Ja, also ein bisschen Platz ist ja noch da. Aktuell ist das mit den 3 natürlich toll. Jetzt ist Wölbchen ja offiziell eigentlich in Rente und Kanto ist ja auch immer mal wieder verletzt gewesen. Kobi ist fit. Warte, ich glaube auf echtes Holz. Also ein Pferd wird es sicherlich noch für mich und dann möchte Philipp ja auch vielleicht dann reiten lernen. Also ich habe jetzt nicht fest geplant, außer dass schon bald wahrscheinlich dann irgendwann eins kommt. Aber es muss ja erstmal passen, also man muss sich auf die Suche machen, man muss das richtige Pferd finden und so. Also die 3 werden nicht alleine bleiben. Alleine, weil es schon praktisch ist, wenn ich mit 2 unterwegs bin, dass einer dann hier nicht alleine steht. Das machen die zwar super brav, das ist echt toll, aber ja. Also ich suche jetzt noch nicht aktiv, aber was kommt, das kommt. Nächste Frage, gibt es einen Lieblingsplatz hier in Ponnyhausen? Puh. Das bin ich auf Insta tatsächlich auch schon sehr, sehr oft gefragt worden und es ist eine wahnsinnig schwere Frage, weil eigentlich ist das komplette Ding ein Lieblingsplatz. Jetzt waren wir ja über den Winter so ein bisschen, wo man auch nicht so viel draußen unterwegs ist. Lieblingsplatz ist eigentlich immer da, wo die Pferde sind. Also ich genieße es einfach, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer bei den Pferden sein zu können und ob die jetzt gerade draußen am Paddock stehen oder in der Box. Ich bin einfach wahnsinnig gerne bei denen und mache auch abends immer noch mal so eine Runde, wo ich Nasen streicheln gehe und so. Ich glaube, ich werde hier im Laufe jetzt des Frühjahrs und des Sommers ganz viele Lieblingsplätze finden. Da sind wir doch glatt mal zu einem deiner Lieblingsplätze gesprungen. Definitiv. Aber einige wollten noch wissen, kannst du sagen, was deine 5 allerschönsten Momente beim Chio Aachen waren? Boah, schwierige Frage. Ich bin ja jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Jahre schon dabei und in der Zeit ist so viel passiert. Ich habe so viel gelacht, ich habe Tränchen in den Augen gehabt, ich habe Gänsehaut gehabt. Aachen ist einfach ein ganz, ganz besonderer Ort, auch für mich und ich durfte so viel miterleben. Also es ist mega schwer, so die 2, 3, 5 besten Momente rauszupicken. Es gibt einfach wahnsinnig viel. Aber wir hören dir ja immer sehr gut zu und deswegen haben wir da mal was zusammengestellt. Hier sitzt da oben trocken, hier ist es ein bisschen nasser.
Pferdesport, sondern es ist Glamour, es sind tolle Leute da, es ist immer eine Mega-Party. Und das Beste kommt heute noch, nämlich der Mercedes-Benz-Nationenpreis, auf den wir alle uns wahrscheinlich richtig freuen. Just the Mercedes to clear it will win the competition. Team Germany have done it! They've done it, they've done it, they've done it! It's home for Germany, they've done it! Everybody on their feet, fantastic! Aha! So. Hör mal, ich sitze oben. Ja, sehr gut. Ist auf jeden Fall schon mal der perfekte Anfang. Man sagte mir, Kali, deine Lieblingsspeise außer Karotten sind Pommes mit Mayo und ich habe dir eine ganz große Portion gegeben. Lecker, lecker, Schmecker. Doch, ich halte das mal fest. Mache ich mich gut? Oha, was hast du jetzt noch? Ja, jetzt darfst du noch einmal Beauty Queen spielen und ihr ein bisschen die Nägel machen quasi, die Hufe. Glitzer-Tattoo habe ich auch auf dem Arm. Und jetzt habe ich mir hier so einen Pony geschnappt und für mich geht es jetzt nur noch in den Parcours. Los geht's. So verabschiedet sich Petrus eben in der Aachener Sörs mit einem kleinen Schauer. Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen traurig, denn das war's. Das war der CHIO 2017, das Weltfest des Pferdesports. Und was sagst du? Haben wir die richtigen rausgesucht? Definitiv sehr, sehr gute Momente. Wie gesagt, also es gibt halt unendlich viele, aber das war schon, ja, waren gute Highlights. Diese Woche hat dich ja noch jemand überrascht. Und Ja. ohne zu viel zu verraten, ohne den Namen zu verraten. Ich war mega überrascht und ich habe gedacht, es ist jemand ganz anderes, über den ich mich auch gefreut hätte. Ich dachte, er ist männlich und er hat eine sehr sexy Stimme. Arnaud Petit, er ist ja Stadionmoderator. Weil ich wusste nur, es überrascht mich jemand und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin und es er ist. Aber ich muss mal sagen, der Überraschungsgast sah noch ein bisschen besser aus. Sorry, Arno. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir schauen in den Net Aachen Webcall einmal rein. Hallo! Wie cool Liebe Grüße. freue ich mich. Überraschung. Liebe Grüße aus Aubenhausen nach Ponyhausen. Mega, mega schön. Ich habe ehrlich gesagt echt die letzten Tage überlegt, so Gott, wer kann das sein? Wer kann das sein? Mega, das ist eine gelungene Überraschung. Ich freue mich. Ich mich auch. Super cool. Geht's dir gut? Sehr gut. Wie geht's dir?
Eigentlich sehr, sehr gut. Es ist nur wahnsinnig viel zu tun. Wir sind jetzt gerade aus dem Dauerfrost so ein bisschen raus. Das war so das erster Winter Selbstversorger und dann irgendwie so viel Schnee und Frost und alles war ein bisschen Action. Aber ich sehe jetzt wieder grüne Wiesen vor mir und das ist sehr, sehr gut. Das Krasse ist ja, wenn bei euch oben Schnee ist, steht alles still. Wenn bei uns Schnee ist, geht es ganz normal weiter. Wie sieht denn jetzt aktuell in den Zeiten dein Trainingsprogramm aus? Bist du abwechslungsreich unterwegs? Fährst du das Training komplett runter oder machst du alles wie vorher? Ich bin extrem abwechslungsreich unterwegs, würde ich sagen. Ich versuche, die Pferde total bei Laune zu halten. Ich bin total dankbar, jetzt ist der Schnee wieder geschmolzen und ich nutze die Rennbahn wieder, was natürlich super ist. Und und dann lege ich immer so Schwerpunkte. Einmal konzentriere ich mich mehr auf die Galoppverstärkung, dazu ist die Rennbahn natürlich genial und das nächste Mal wieder mehr Trapparbeit und vielleicht auch Piaffe Passage. Aber ich versuche mir immer wieder so Themen rauszupicken, ohne dass es jetzt zu langweilig oder zu intensiv ist fürs Pferd. Aber so ganz runterfahren tue ich die Pferde nicht. Wir wissen ja auch nicht, wann es wieder richtig losgeht. Aber so einen groben Turnierplan habe ich natürlich und hoffe einfach, dass der auch so stattfinden wird. Ja, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Spätestens in Aachen, oder? Hope so. Hoffen wir mal, dass das alles gut geht und klappt. Und das wäre wirklich schön. Da eine gute Woche zu haben, würde ich mich schon drauf freuen. Aachen ist schon immer so ein Highlight. Ja. Ich habe mir vorhin mal überlegt, was denn so mein schönster Aachen-Moment war. Also ich wurde auch gefragt. Ja. Aber es ist so verrückt, weil wenn du an Aachen denkst, es gibt nicht diesen einen Moment. Es ist natürlich der Abschied der Nationen, der was ganz Besonderes ist, weil es nirgendwo anders gibt. Aber überhaupt dieses Gelände zu betreten, zu wissen, man ist in Aachen, ist schon so ein abgefahrenes Gefühl, weil es doch der Kindheitstraum von so vielen Pferdemenschen ist, einmal in Aachen zu reiten. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal in Aachen reiten durfte, da hatte ich so eine Wildcard als U25-Reiterin. Und ich war erste Starterin, weil ich natürlich keine Weltranglistenpunkte hatte. Und Benny war, glaube ich, zweiter Starter oder so. Und wir beide haben uns um die letzten beiden Plätze gekoppelt. Wir waren so schlecht, weil wir so viele Fehler hatten und dann auch noch ein Unwetter war. Und dann haben wir uns aber immer eingeredet, ja, wir durften Aachen reiten und so. Also wir dachten es schon. Aber wir waren tatsächlich mit einem anderen Japaner zusammen. Wirklich haben wir ganz würdig die letzten 3 Plätze vertreten und haben uns geschworen, dass wir das nächste Mal, wenn wir Aachen reiten dürfen, besser sein werden und weiterarbeiten und trainieren. Und so ist es dann zum Glück auch gekommen. Ich habe den Nationenpreis im deutschen Team gewinnen dürfen, aber ich durfte tatsächlich schon einmal alleine die Ehrenrunde anführen mit dem Uné. Den Lindpreis habe ich gewonnen und das war sehr cool. Nee, das war der Havenspreis, Entschuldigung, ja. Was auch immer. Du durftest vorne reiten. War toll, abgefahren. Danke für deine Zeit auf jeden Fall jetzt. War schön mit dir zu schnacken. Bis dann. Tschüss. Also ein Webcall mit der amtierenden deutschen Meisterin im Grand Prix Spezial. Das war schon was ganz Besonderes. Oder? Also es hat definitiv Spaß gemacht. Tatsächlich ist es ja so, dass Jessie und ich auch immer mal wieder Privatkontakt haben, auch mal eine WhatsApp hin und her schicken und ich sie immer mal was frage und sie mich manchmal auch was fragt. Also es ist Kontakt da, aber ich habe mich mega gefreut, weil ich habe sie auch ewig nicht gesehen und ja, es war super schön. Jetzt kommt schon die nächste Überraschung. Oha. Und das ist deine Lieblingsrubrik. Die sehen auch ziemlich gut aus. Justin und Tommy, die Voltigierer, voll auf die 12. Ist eine Lieblingsrubrik. Macht immer Spaß. Was machen die heute? Ja, ich darf nicht so viel verraten. Ich sag nur ein Wort. Einflechten. Hast du die Nachricht vom Chio gekriegt? Nee, noch nicht. Du? Ja, guck mal hier. Für das Magazin planen wir mit euch. Dieses Mal ist die Idee einflechten. Die Zuschauer dürfen dann abstimmen. Ja. Bescheuert? Hä? Und hier steht, Justin hat uns auf die Idee gebracht. Das, ja, hast du hier gerade vergessen vorzulesen. Haben wir denn überhaupt Pferde hier? Ja, oder soll ich dich einflechten? Digga, ich spinn's. Ja, okay, dann gucken wir mal. Los geht's!
musst keinen Handstand machen, jetzt fang an. Okay. Ich bin bereit. Das hier vorne ist Tommys. Ich weiß nicht. Hallo. Warte, ja, so war ja noch nicht fest. So, jetzt komm. So. Aha. So nämlich. Ja, lass los. Du musst schon loslassen. Ja. Hast du einfach einen Knoten reingemacht? Tada. Okay, also das Tommys und das meiner. Also, ich bin der Meinung, mein Zopf war überragend. Ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich habe es am besten gemacht. Aber jetzt liegt es an euch, liebe Zuschauer. Ihr müsst jetzt entscheiden, wer es besser gemacht hat. Also wählt den richtigen. Du hast doch gar nichts gemacht. Naja, egal. Und wir geben zurück. Wir geben zurück an Annika. Du wirst uns sagen, wer war der Bessere. Was sagst du denn jetzt zur Leistung von den beiden? Also die sehen ja beide gut aus. Das reicht auch, ne? Und die Zöpfe waren anders. Der Zwischenstand ist aber unverändert, denn ihr habt das letzte Wort. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst bei den letzten Challenges. Denn ihr müsst dafür abstimmen, wer die bessere Figur gemacht hat von den beiden. Die bessere Figur oder wer die schöneren Zöpfe hat? Naja, das können die ja dann selber entscheiden. Was auch immer. Auf den Social-Media-Kanälen des TU Aachen. Jetzt sind wir hier in deinem schönen Haus. In der Küche. Wunderschön. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Das Haus war ja vorher auch schon schön. Wir haben ja ein paar Sachen noch verändert, aber die Küche war tatsächlich drin und ich liebe sie. Also wir haben ja schon 2, 3 echt schöne Abende gehabt. Leider aktuell nicht so mit Leuten und Menschen, aber jetzt heute vielleicht doch. Dann heute Abend wird gekocht. Aber ich glaube, ja, wenn die Pandemie nicht mehr so Thema Nummer 1 ist, ich glaube, dann werden wir hier sehr viele schöne Pizzaabende oder so haben. Wir sind leider fast am Ende der Sendung angekommen. Traurig. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung. So ein bisschen aus meiner Disziplin. Ich habe eine kleine Furcht. Da wird auch am Ende eine Frage an dich gerichtet. Okay. Boah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt rate einmal vorher, wer es ist. Um wen es geht. Aus deiner Disziplin? Dann habe ich vielleicht schon ein bisschen viel verraten. Andreas Ostholt? Nein. Weiblich? Jemand, mit dem du viel zu tun hast? Anna Siemer. Anna Siemer? Ja, wir gucken mal. So. Zum Glück wohnen wir in Niedersachsen und hier, wo wir leben, ist die Inzidenz sehr klein, dass das Training bei uns ziemlich normal erlaubt ist. Zwar dürfen nicht so viele Leute wie sonst in der Halle sein und auch bei einer Unterrichtsstunde sind nur weniger Leute zugelassen, aber immerhin, es sind Leute zugelassen und ja, wir können trainieren. Dressur- und Springtraining läuft ziemlich normal und wenn das Wetter so bleibt, dann geht es in 2 Wochen auch los mit dem Geländetraining. Auf die anstehende Saison bereiten wir uns im Augenblick ja sehr intensiv vor. Das bedeutet, wir üben schon mal eine Dressuraufgabe, das Training wird hochgeschraubt, vor allen Dingen auch das Konditionstraining. Ja, Wetter ist jeden Tag anders und jeden Tag neu und wir Buschreiter sind ja sowieso nicht aus Zucker und müssen deswegen auch so ein bisschen nehmen, was kommt. Wenn der Platz unter Wasser steht, dann steht er unter Wasser, dann nehmen wir das halt so mit, kein Problem. Jedes Wetter ist Leistungswetter. Also meine Ziele und Highlights, das ist lass mich mal kurz überlegen, da war so ein Turnier mit Aachen. Richtig, da wollte ich doch mal hin. Ich möchte so gerne nach Aachen, ich möchte davor sehr gerne nach Kentucky, wenn das klappt. Und dann sind wir hier in Lohmühlen und wir müssen auch unsere eigenen Haus-Highlights mitnehmen, zum Beispiel die deutschen Meisterschaften hier. Ich durfte ja schon mal zu Gast sein beim TU Aachen Magazin und da habe ich ja auch die Annika kennengelernt. Und die reitet jetzt ja auch Vielseitigkeit. So wie ich, das ist doch super. Sag mal Annika, wann kommst du mal vorbei? Lohmühlen ist auch ganz schön zum Geländesprünge machen. Ist das eine Einladung?
Das ist vielleicht eine Einladung. Wir haben auch im Podcast darüber gesprochen. Ich weiß, Anna hatte das immer mal so gesagt und man denkt dann ja, also gerade bei so Leuten, die so gut reiten, denkt man ja eigentlich mal so, ja, die sagt das jetzt, um höflich zu sein. War das eine echte Einladung? Komm vorbei. Dann würde ich sagen, ich lade demnächst mal auf und komm vorbei. Der Philipp versorgt einfach Kante und Wölbchen, oder Philipp? Na, sicher. Ja, und ich lade Kobi auf und komme bei euch vorbei. Du willst ja sowieso ein bisschen die Vielseitigkeit weiter in deinem Training behalten. Ja, solange bin ich im Vielseitigkeitssattel ja noch nicht unterwegs. Also ich war ja sonst immer eher in der Dressur und im Springen zu finden und habe ja auch dank dir so ein bisschen Vielseitigkeitsluft geschnuppert in der letzten Saison. Und das hat mir echt richtig, richtig viel Freude gemacht. Und das ist schon was ich gerne, also natürlich im kleinen Bereich, gerne ausbauen würde. Und demnach ist man halt immer auf gute Leute, auf gute Trainer, auf tolle Menschen angewiesen, die einen da so ein bisschen weiterbringen und einen ans Händchen nehmen. Und ich glaube, da ist Anna eine gute Person für. Kann ich nur empfehlen. Ja, du reitest ja auch immer bei ihr, ne? Ja, sehr oft. Ich habe schon einige Videos davon gesehen auf Insta und kann ich mir super gut vorstellen. Also es ist eine große Ehre. Ich habe auch schon ein bisschen Puls, wenn ich ehrlich bin. Ich setze mich dann ja doch immer schnell mal so ein bisschen unter Druck, aber freue ich mich riesig. Und werde ich definitiv machen. Ist ein Versprechen. Ist ein Versprechen, weil lasse ich mir nicht entgehen. Ich wäre ja bescheuert. Genau. Apropos nicht entgehen lassen, hat sich doch gelohnt, heute zuzuschauen, oder? Mir hat es auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, bei sozusagen deinem Chio-Magazin hier zu Gast zu sein. Ich habe ja ein bisschen die Sendung gekapert. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Absolut nicht. Also ich lasse mir die Sendung von keinem lieber kapern als von dir. Und für mich halt auch irgendwie eine Riesenehre, Riesenüberraschung. Und jetzt gibt es irgendwie eine ganze Magazinfolge über Ponyhausen. Das ist ein bisschen verrückt, aber mega, mega schön. Und die Überraschung ist euch allen mehr als gelungen. Du hast das letzte Wort. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Überraschung. Ich hoffe, dass es euch auch Freude gemacht hat. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.